Alexandra, frage die Karten, zeigen mir einen Weg. Schönen guten Morgen zusammen. Wir schauen, was ich heute weitergeben darf. Geht schon gut los. Ja, folge deinen eigenen Träumen, kreiere dein eigenes Leben, und wir haben unterm Deck sich selbst neu kennenlernen oder sich selbst überhaupt mal hinterfragen. Wo bin ich? Wo sind meine Träume? Habe ich erreicht, was ich mir vorgenommen habe? Wo hakt es noch? Stressig? Unruhe? Vielleicht ist das ein Teil auch von diesem, etwas, was mich unruhig macht, darf ich neu definieren. Es kann sein, dass die Kommunikation hier etwas ist, was uns stresst, oder wo wir sagen, hier oder da möchte ich vielleicht auch nichts mehr hören. Hier ist sie ja auch ganz in der Ruhe drin. Die Seelenebene ist hier sehr angesprochen, ne? Möglicherweise geht es sehr viel um Emotionen. Vielleicht ist es auch so, dass wir uns befremdlich fühlen, weil wir eben anders sind, jeder auf seine Art. Oder die Seele ruft hier, ne? Ich möchte hier was erleben noch. Ich spreche mit dir, aber du möchtest es nicht hören. Irgendetwas bleibt so verschlossen in einem, ist nicht greifbar. Irgendwie möchte etwas Mauern sprengen lassen. Ich habe hier so dieses Gefühl, hier ist etwas Ungelebtes, ne? Etwas, was man wegdrückt, etwas, was man nicht wahrhaben will. Etwas, das man vielleicht auch nicht zeigt. Hier ist es so, dass man, wenn man sich öffnet, wenn man sich irgendwie so bewegt, dass das Umfeld versteht, wo wir selber stehen, dann liegt hier die Ernte mit dran. Es wäre eine Bereicherung für alle. Es sind vielleicht auch so verborgene Anteile in uns. Das Selbstwertgefühl.
Vielleicht guckt man auch rum, ne? Mit wem kann man noch kommunizieren, mit wem tauscht man sich aus. Hier ist zwar Freundschaft angezeigt, aber ich glaube auch, dass es etwas ist, was uns längerfristig beschäftigt und man teilt es nur mit bestimmten Personen, wenn überhaupt. Und da ist so viel, was verschlossen ist und es könnte hier zur Ernte führen und irgendwie will es nicht. Ja klar. Man denkt hier über seine eigene Lebensphilosophie nach. Welche Themen hat man, was hat man schon alles bestanden? Wo möchte man eigentlich mal seine Ruhe haben? Wie geht es auf der Lebensreise weiter? Welche Erfahrungen hat man in Liebe, Freundschaft, Umfeld gemacht? Wo waren da Verletzungen? Und man guckt dann von diesem Standpunkt aus im Prinzip, was gebe ich von mir noch nach außen? Ja? Was hat mich das Leben gelehrt und was bin ich jetzt? Das ist sehr interessant. Hier unterm Deck haben wir die Störche. Hier geht es darum, dass man sich selbst verändert hat. Und hier geht es vielleicht auch darum, wo ist man vom Weg abgekommen oder wo musste man die Spur wechseln und ist nicht mehr seinen eigenen Dingen gefolgt. Manchmal verselbstständigen sich auch Dinge. Ne? Man macht irgendetwas mal eine Weile so und nachher ist es so, obwohl man das gar nicht wollte. Spannend, spannend, spannend. So, jetzt haben wir hier noch die Nebel, zweimal den Storch im Prinzip. Und unterm Deck ist diese Zuflucht, die wir uns gesucht haben oder in der wir vielleicht auch stecken geblieben sind, weil wir nicht den richtigen Durchblick hatten. Und ich glaube, das geht an die Menschen, die sehr mit sich selber sind und das vielleicht auch ganz gut, aber die auch gar nichts mehr rausgeben wollen in die Welt oder die vielleicht auch denken, wenn ich was sage, mache ich mich verletzbar oder irgendjemand könnte von mir denken, ich bin nicht normal oder so, ne? Wobei, wer bestimmt, was normal ist? Wie geht man mit Veränderungen um? Was haben Veränderungen mit uns gemacht? Gerade auch die von außen kommen. Mit der Karte Zuflucht hier oben haben wir eigentlich eine tolle Ergänzung, denn die sagt, dass man sich mit sich selbst beratschlagen soll. Also das würde diesem hier sehr entsprechen. Hier guckt man sich grundlegende Dinge an. Ne? Wir haben hier viele Themen dabei und es ist so ein Zeitpunkt, wo man überlegt, wo man sich eine solide Basis aufbauen kann und trotzdem noch ein Leben führt, mit dem man selber in Einklang auch ist. Es geht darum, die Energie zu bündeln, vielleicht auch nicht gleich handeln, sondern erstmal ein bisschen Zukunftspläne schmieden. Wir haben hier den Storch, der im Nebel steht. Ne? Hier ist man vielleicht noch nicht so ganz geklärt. Und im Prinzip geht es darum, das, was wir noch nicht haben, auf die Welt zu bringen, ohne dass wir jetzt uns weiß Gott wie verbiegen müssen. Es ist echt spannend. Ich lasse das mal so stehen. Also beratschlagt euch alle heute mit euch selbst. Ich drücke euch und bis bald.